Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. In unserer letzten Folge zur Serie Cäsaren, die nie als Kaiser in Rom regierten, beleuchteten wir das doch recht kurze Aufscheinen des Lucius Aelius, der als Nachfolger für Kaiser Hadrian bestimmt war und dennoch im Jahr 138 nach Christi durch Krankheit vorzeitig aus dem Leben gerissen wurde. In dieser zweiten Folge wollen wir uns ebenfalls einem Cäsarenschicksal widmen und aufzeigen, warum auch dieser es nicht schaffte, in Rom als Augustus zu regieren. Springen wir nun aber ein ganzes Jahrhundert weiter in das Jahr 250 nach Christi. Wir begegnen einem jungen, hoffnungsvollen Römer mit dem Namen Herennius Etruscus, dem Sohn des damals amtierenden Kaisers Trajan Decius, von dem ich hier gleich zu Anfang eine Münze zeigen möchte. Trajan Decius war einer der Kaiser, welcher von der antiken frühchristlichen Gemeinde ein besonders schlechtes Zeugnis ausgestellt bekam, da er diese zum Götzenopfer zwingen wollte und außerdem drakonische Strafen über sie verhängte, wenn sie dies aus religiöser Überzeugung verweigerten. Außerdem ließ er die Christen im gesamten römischen Reich verfolgen. Decius wollte durch eine Rückbesinnung auf die römischen Götter und eine sehr konservative Anschauung darüber, was deren Verehrung betraf, dem römischen Reich wieder Stabilität und Sicherheit verleihen. Er befahl der Bevölkerung, den Gottheiten vor Zeugen zu opfern und ließ Opferbescheinigungen als Nachweis ausstellen. Auf diesem Antoninian oder auch Doppeldenar genannt, sehen wir eine vorzüglich erhaltene Büste des Kaisers Trajan Decius, der Rom zwischen 249 und 251 nach Christi regierte. Auf der Rückseite sehen wir die Personifikation der zwei Pannonien, nämlich Pannonia Inferior und Pannonia Superior. Die Umschrift lautet Pannonie. Sein Sohn Herennius wurde um das Jahr 227 nach Christus eben genau in der römischen Provinz Pannonien geboren. Seine Mutter war die etruskische Adelige Herennia Cupresenia Etruscilla. Daher stammt auch sein Beiname Etruscus, der Etrusker. Auch von ihr habe ich uns einen vorzüglichen Antoninian zur Ansicht mitgebracht. Die Münze der Herennia Etruscilla wurde während der kurzen Regierungszeit ihres Mannes Kaiser Decius geprägt. Die Umschrift lautet Her Etruscilla Aug, was für Herennia Etruscilla Augusta steht. Wir sehen ihre Büste mit Diadem nach rechts blickend auf einer Mondsichel, welche ein Symbol für die Göttin Luna und die Unsterblichkeit ist und die erhabene Stellung der Kaiserin unterstreicht. Am Hinterkopf ist ein geflochtener Haarzopf erkennbar, wodurch sich die Frisur insgesamt dieser Epoche zuordnen lässt. Zahlreiche Kaisergattinnen wurden auf ihren Münzen mit solch einer Frisur abgebildet. Nun aber wenden wir uns der Rückseite zu. Wir sehen eine Darstellung der Bodhicitta, der Personifikation der Keuschheit, sitzend, nach links blickend. Sie hält ein Zepter und zieht mit der rechten Hand ihren Schleier vors Gesicht bzw. über den Kopf. Das Zepter symbolisiert ihre Würde, die verschleierte Geste steht für weibliche Sittsamkeit, was letztlich gut zu den konservativen Ansätzen ihres Kaisers und Gatten passt. Die Umschrift lautet Pudicitia Augusta, was übersetzt die kaiserliche Keuschheit bedeutet. Herennius' Vater Trajan Decius war anfangs ein angesehener Feldherr des römischen Kaiser Philippus. Er hinterging diesen aber und kam schließlich durch Usurpation an die Kaisermacht. Herennius war schon früh eng in die Militärkarriere seines Vaters eingebunden. Als Decius von Philippus den Auftrag erhielt, eine Meuterei des Bacchianus an der Donaugrenze niederzuschlagen, begleitete Herennius ihn als Militärtribun. Diese Entscheidung sollte die Weichen für die gesamte Familie stellen, denn Decius' erfolgreiche Truppen riefen diesen schließlich selbst zum Kaiser aus. Der amtierende Kaiser Philippus fiel nun aber im Kampf gegen den Usurpator Decius in der Schlacht bei Verona
und auch sein Sohn Philippus Junior wurde kurz darauf in Rom von den Prätorianergarden ermordet. Nachdem sein Vater nun im September 249 nach Christi Kaiser geworden war, begann auch für Herennius, der hier auf unserer nächsten Münze zu sehen ist, ein recht rasanter politischer Aufstieg. Gemeinsam mit seinem deutlich jüngeren Bruder Hostilian erhielt er vom Senat im Jahr 250 nach Christi in Rom den Titel Caesar, was ihn offiziell zum Thronfolger und designierten Erben machte. Die Legende dieser Münze gibt uns Aufschluss darüber. Sie lautet Quintus Herennius Etruscus Messius Decius Nobilissimus Caesar. Mit der Ernennung zum Caesar erhielt er vom Senat den Titel Princeps Juventutis, der Erste der Jugend, und durfte bereits sein erstes Konsulat als ordentlicher Konsul bekleiden, was damals eine wichtige Vorbereitung auf die zukünftige Herrschaft war. Das Rückseitenmotiv zeigt den jungen Caesar Herennius und die Umschrift bezeugt eben seine Funktion und lautet Principi Juventutis. Im selben Jahr 250 nach Christi setzten gotische Truppen über die Donau und überfielen die Provinzen Mösia und Dakien. Nach der Ernennung brach er mit seinem Vater zu einem Feldzug gegen die Goten unter König Cniva auf, während sein jüngerer Bruder und ebenfalls Caesar Hostilian mit seiner Mutter in Rom verblieb. Was Herennius aber vom vorher besprochenen Caesar Lucius Aelius unterscheidet, ist die Ernennung zum Augustus im Mai 251 nach Christi. Sein Vater erhob ihn zum Augustus als zum nominell gleichberechtigten Mitkaiser. Damit war seine Nachfolge endgültig besiegelt. Jedoch befand er sich da schon mitten im Schlachtgetümmel an der Nordgrenze des Reiches. Anfangs konnten die Römer einen ersten Sieg erringen, doch die Situation änderte sich dramatisch bei der entscheidenden Schlacht von Abritus im heutigen Bulgarien im Juni 251 nach Christi. Der Gotenkönig Cniva drängte die römische Armee durch geschickte Aufteilungsmanöver in ein unwegsames Sumpfgebiet. Er umzingelte sie dort und damit nahm das Unglück seinen Lauf. Der designierte Nachfolger und Caesar Herennius fiel als erster, niedergestreckt durch einen feindlichen Pfeil. Und nun geschah das Unglaubliche. Sein Vater Decius rief daraufhin den Soldaten zu: Niemand soll trauern, denn der Tod eines Soldaten ist für die Republik kein großer Verlust. Kaiser Decius überlebte zwar das erste Aufeinandertreffen der Kriegsparteien, wurde dann aber mit dem Rest seiner Armee noch vor dem Ende des Tages erschlagen. Herennius und Decius waren somit die ersten beiden römischen Herrscher, die von einer fremden Armee in der Schlacht getötet wurden. Die einzigen Quellen zu diesem Chaos sind Jordanes, dieser berichtet über den Pfeil als Todesart, während Zosimus über das Massaker im Sumpf schrieb, und Lactantius überlieferte, sein Leichnam wurde den Tieren zum Fraß überlassen. Die Überreste der geschlagenen Armee riefen daraufhin den General Trebonianus Gallus zum neuen Kaiser aus. Na, das nenne ich mal ein tragisches und schnelles Ende. Ich habe uns zu Herennius noch ein zweites Belegstück zur Ansicht mitgebracht, welches allein schon aufgrund seiner Seltenheit und seiner recht widersprüchlichen Geschichte ein Leckerbissen für alle Numismatiker sein sollte. Auch wenn der Erhaltungsgrad für eine Aufnahme in meine Sammlung gerade noch ausreicht, wird das vor allem durch die ambivalente Geschichte des Rückseitenmotivs wieder aufgewogen. Geprägt wurde dieser Antoninian für Herennius Etruscus in seiner Rolle als Caesar unter der Regierung seines Vaters Kaiser Decius, der sich hierbei eine unerhörliche Verfälschung historischer Fakten erlaubte. Die Münze stammt aus der kurzen Prägeperiode 250 bis 251 nach Christi und wurde in der bedeutenden Münzstätte Antiochia, dem heutigen Antakya in der Türkei, hergestellt. Die Vorderseite zeigt die Büste des Herennius Etruscus. Hier wird er mit Strahlenkrone und drapiertem Gewand nach rechts dargestellt.
Die Umschrift lautet wiederum Quintus Herennius Etruscus Messius Decius Nobilissimus Caesar. Doch das eigentliche Interessante ist hier die Rückseite, die einige Fragen aufwirft. Die Verwendung des Münzmotivs Seculares Augusti, also Säkulärspiele der zwei Kaiser unter Kaiser Decius, passt nicht chronologisch zu den tatsächlich abgehaltenen Spielen. Das letzte große Säkulärfest zur 1000-Jahr-Feier der Entstehung Roms vor seiner Herrschaft fand nämlich im Jahr 248 nach Christi unter Kaiser Philipp dem Araber statt, dem Decius ja bekanntlich die Kaiserschaft mit Gewalt entrissen hat. Die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch ist propagandistischer Natur. Decius ergriff nach seinem Sieg über Philippus im Herbst 249 nach Christi sofort die Macht in Rom. Um seine neue Herrschaft zu legitimieren, beanspruchte er das prestigeträchtige Jubiläumsfest für sich, obwohl die eigentlichen Feierlichkeiten bereits unter seinem Vorgänger stattgefunden hatten. Naja, so genau nahmen es die Römer wohl mit den Geburtstagen Roms nicht. Dies zeigt sich auch in der Münzprägung, denn diese Motive wurden hauptsächlich in der östlichen Münzstätte Antiochia geprägt. Die antike Bevölkerung dort war möglicherweise weniger genau über die Daten der Feste in Rom informiert, was es Decius erleichterte, seine eigene Version der Ereignisse zu verbreiten. Was für ein unverschämter Schwindel, wenn man seine konservative Einstellung zur Götterverehrung bedenkt. Die Münze diente also weniger als historisches Datum, sondern vielmehr als politisches Statement, um die neue Herrschaft des Decius in der Tradition großer römischer Feste zu verankern. Wir könnten uns natürlich jetzt fragen, ob das nicht nur eine einfache Hybridmünze mit Aversstempel des Herennius und Reversstempel des Philippus sein könnte, und es gibt unter Numismatikern einige, die diese Theorie auch unterstützen. Nach eingehender Recherche gehe ich aber davon aus, dass die Münze des Herennius keine Hybridmünze ist. Es gibt klare numismatische Hinweise, dass die offiziellen Reversstempel eindeutig für Herennius ca. 250 bis 251 nach Christi geschnitten worden sind. Sie sind also kein bloßer Abklatsch älterer Motive. Die Münzserie verwendet nämlich nicht nur die Ziege, sondern auch ein Nilpferd, den Säulenstumpf mit der Aufschrift Kos 3, Löwen und Hirsche, und dies zeigt uns eine eigenständige thematisch geschlossene Serie. Leider konnte ich zu den anderen Motiven keine Belegstücke finden. Die Annahme einer bloßen Stempelwiederaufnahme ist daher etwas umstritten. Das wahre Highlight ist allerdings der Seltenheitsgrad dieser Münze. Der Numista Seltenheitsindex liegt bei 97 von 100 Punkten, was die Münze zu einem extrem seltenen Sammlerstück macht. Ein reales Auktionsergebnis zeigt, dass eine solche Münze bei einer Auktion der Loi Numismatik um ca. 400 € verkauft wurde. Interessanterweise meint das Auktionshaus, dass es sich dabei um eine zeitgenössische Nachahmung und Kombination einer Vorderseite mit Herennius Etruscus als Caesar und mit einer Rückseite des Philipp II. Als Augustus handelt, was wiederum für eine hybride Prägung sprechen würde. Aber genau wissen wir das natürlich nicht. Falls ihr dazu mehr sagen könnt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin einfach mal sehr froh, dass ich auch stolzer Besitzer eines Exemplars bin und es euch hier und heute zeigen kann. Trotz intensiver Versuche, das Römische Reich wieder auf traditionelle Werte einzuschwören, stand die Herrschaft des Trajan Decius und seines Sohnes Herennius unter keinem guten Schicksalsstern. Herennius Etruscus herrschte effektiv nur knapp einen Monat. Vater und Sohn waren bereits im Kriegslager an der Donau, als die Erhebung zum Augustus im Mai 251 erfolgte. Eine Reise nach Rom war angesichts der akuten Gotheninvasion unmöglich. Bereits wenige Wochen später, im Juni 251, fiel Herennius in Abritus, bevor er jemals die Hauptstadt Rom als Augustus betreten konnte. Deshalb können wir ihn ohne weiteres zu den Cäsaren zählen, die nie als Augustus in Rom regierten. Sein Leben als Cäsar währte nur kurz und war von heftigen Krisen und Kampfhandlungen überschattet. Sein jähes Ende durch einen feindlichen Pfeil kam unerwartet und begrub die Nachfolgepläne seines Vaters Decius, was durch dessen Tod in derselben Schlacht jedoch für das Römische Reich
keine Rolle mehr spielte. Das war sie nun, die zweite Folge unserer Serie, und eine dritte ist bereits in Planung. Da springen wir dann in der Zeit vorwärts ins 4. Jahrhundert und widmen uns dem Leben des Crispus, dem Sohn des berühmten römischen Kaisers Konstantin dem Großen. Falls ihr die erste Folge noch nicht kennt, klickt auf das rechte obere Feld, und falls ihr euch auch für die Kaiser des 2. Jahrhunderts interessiert, klickt auf das rechte untere Feld. Wir sehen uns dann aber im nächsten Video.